Ich war 15 Jahre bei der Spezialeinheit Taifun. Dass ich in dieser Einheit gelandet bin, hat wohl mit einem gewissen männlichen Ehrgeiz zu tun. Ich war stolz, 10 Jahre lang. Dann machte es Klick. Wir sind die Bulldoggen des Systems. Ein Kriegsgefangener ist einem ausgeliefert. Und man zeigt die eigene Überlegenheit durch Schlagen und Foltern. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, wenn du ein richtiger Mann sein willst. Ich denke, die Truppe wird mich hassen für das, was ich bezeuge. Aber das hält mich nicht auf. Die Küste Montenegros. Anlaufpunkt für Urlauber und Leute, die einen Job in der Tourismusbranche suchen. Der Mann, der hier als Hilfskoch in einem Restaurant arbeitet, behält seine wahre Geschichte für sich. Ich werde über russische Kriegsverbrechen aussagen. Ich glaube, wenn das rauskommt, ich fürchte, dass Russland zurückschlagen und mich eliminieren will. Seit ich Russland verlassen habe, war ich in 3 Ländern, hatte mindestens 4 verschiedene Jobs. Trotz der Gefahr hat sich Vitali entschieden, offen vor der Kamera zu sprechen. Über seine Taten als Elitekämpfer einer russischen Spezialeinheit. Ich kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Ich musste das alles durchlaufen. Es ist eben meine Geschichte. Mit 18 Jahren muss Vitali Militärdienst ableisten. Ich diente in einer Militäreinheit im Leningrader Gebiet. Als Kind konnte ich mich noch nicht selbst verteidigen, auch nicht als junger Erwachsener. Es gab natürlich Misshandlungen. Es gab viele unangenehme Situationen. Haben sie dich geschlagen? Natürlich, sagen wir so, wenn ihnen etwas an mir nicht gepasst hat und ich war nicht besonders gut trainiert, also wie soll ich das sagen? Sie haben mich einer gewissen Gewalt ausgesetzt. Diese und andere Dinge haben ihre Spuren hinterlassen. Ich habe mir Ziele gesetzt. Ich wollte stärker und selbstbewusster werden.
Ich habe mich so gut wie möglich abgehärtet. Nahkampf mochte ich immer. Und ich wollte etwas erleben. Irgendein Abenteuer. Nach dem Militärdienst wird Vitali Handelsmatrose auf einem Segelschiff. Im Grunde haben wir Tee von einem Kontinent auf den anderen transportiert. Das war nicht meins. Auf See lernte ich ein paar Fremdenlegionäre kennen, die aus Russland und der Ukraine kamen. Ich bin mit dem Bus bis nach Frankreich gefahren. Den Test habe ich nicht bestanden. Mein Traum vom großen Abenteuer hatte sich auf etwas später verschoben. Die Gründung einer neuen Sondereinheit des Strafvollzugs ist für Vitali eine Chance. Ich lernte jemanden kennen mit Kontakten zu dieser Sondereinheit Taifun. Ты мужик, ты выдержишь, ты не сдашь. Это и самоуважение, и самооправдание. Это то самое, что отличает отряд «Тайфун» от всего. Trainiert werden Spezialeinsätze, Geiselbefreiungen und Antiterrorkampf. Vor allem aber werden die Elitekämpfer zur Niederschlagung von Gefängnisrevolten ausgebildet. Wer dabei sein will, muss auch hier eine Aufnahmeprüfung überstehen. Bei der Aufnahme ging es um körperliche Prüfungen. Nur wenige werden in der Lage sein, die Ziellinie zu erreichen. Unser Spezialeinheiten-Credo: Nur wenn du dich selbst besiegst, wirst du unbesiegbar. Man musste 3 oder 4 Kämpfe gegen verschiedene Gegner absolvieren. Es war hart, was soll ich sagen? Ein Teilnehmer bekam, sagen wir mal, Verletzungen ab, die man nicht überleben kann. Durch einen Sturz oder durch Kopftreffer. Bedauerlicherweise. Ja, sowas gab es. Also ein K.O.-Schlag? Ja, ein K.O. Aber die Menschen sind nicht sofort, also manche starben sofort, andere erst etwas später. Sagen wir so, Teilnehmer hatten die Aufnahme bestanden oder auch nicht. Aber einige Zeit danach fühlten sie sich schlecht und sie starben. Entweder abends oder am nächsten Tag. Solche Fälle gab es. Mir ging es vor allem ums Abenteuer und die Arbeit mit Waffen. Ich hatte ein Ziel. Und das Ziel habe ich erreicht. Und das rechtfertigt ein paar Verletzungen auf dem Weg. Dezember 2023. Ein zweites Interview. Vitali hat sich entschlossen, nun seine ganze Geschichte zu erzählen. Über das, was er als Elitekämpfer für Taifun tatsächlich erlebt hat. Als ich anfing, wusste ich noch nicht, wie das System genau funktioniert. Das wurde mir erst nach und nach klar, was das ist, wie es aussieht, wie es in der Praxis läuft. Nicht vom Hörensagen, sondern ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen.
Die Haupteinsatzorte der Sondereinheiten sind russische Gefängnisse und Straflager. Wenn es wie 2007 in St. Petersburg Unruhen gibt, wird Taifun gerufen. Die Einheit untersteht formal dem russischen Justizministerium und versteht sich als schnelle Eingreiftruppe mit weitreichenden Befugnissen. Unsere Aufgabe als Spezialeinheit war es, Massenrevolten und Widerstandsaktionen der Gefangenen zu bekämpfen. Wir sollten diese Situation beruhigen. Das heißt einfach, Gefangene mit Gummiknüppeln niederprügeln oder andere Formen physischer Gewalt. Wir zwangen sie, in die Knie zu gehen und endlos Übungen zu machen. Ich kann dazu sagen, das sind keine einfachen Leute. Es sind Schwerkriminelle, die man hier sieht. Ich denke, sie haben diese Behandlung womöglich verdient. In diesem Fall war das massenhafter Ungehorsam. Sie haben wahrscheinlich Staatseigentum beschädigt und Mitarbeiter verletzt. Haben Sie diese Dinge auch gemacht? Ja, natürlich. Die Lage geriet damals außer Kontrolle. In jedem Gefängnis gab es Aufstände. In den nur 8 russischen Gefängnissen für Schwerstkriminelle sind die Zustände katastrophal. In mehr als 700 Straflagern werden Menschen für leichtere Vergehen eingesperrt. Darunter immer mehr politische Gefangene. Das System beruht auf den berüchtigten Lagern aus der Ära Stalin, dem sogenannten Gulag. Insgesamt 14 Millionen Menschen saßen in den Gefängnissen und Strafkolonien des Sowjetdiktators ein. Etwa 1,5 Millionen starben. Und seitdem, von der Sowjetunion und bis heute, gab es nur eine einzige Reform des Strafvollzugssystems. Unmittelbar nach Stalins Tod wurde das System vom Geheimdienst auf das Justizministerium übertragen. Die Lager unterstehen zwar formal dem Justizministerium, werden aber weiter vom Geheimdienst kontrolliert. Wir haben es also mit demselben Monster zu tun. Es ist dasselbe Monster, das früher Gulag hieß. Es hat seinen Namen geändert, aber es ist gleich geblieben. Vitalis Einheit ist nicht nur für die Niederschlagung von Aufständen verantwortlich. Taifun geht auch auf Geschäftsreise, wie sie es nennen. Von Gefängnis zu Gefängnis, von Lager zu Lager. Ihre Aufgabe, das Personal unterstützen bei der Aufnahme neuer Gefangener, so der offizielle Begriff. Das ist auch eine Aufgabe unserer Einheit. Wir waren Teil der alltäglichen Unterdrückung der Gefangenen. Wir sind die Bulldoggen des Gefängnissystems. Als erstes steht eine medizinische Untersuchung an. Der Gefangene wird nackt ausgezogen, damit er auf Verletzungen untersucht werden kann und ob er etwas in seinem Körper versteckt hält. In der Praxis läuft das etwas anders. Wenn die Lagerleitung uns Spezialkräfte für die Aufnahme anfordert, dann soll es, wie soll ich sagen, etwas robuster zugehen. Es heißt dann, zieh deine Klamotten aus. Er zieht sich also aus, 5, 6 Typen stehen um ihn herum und sie tragen alle Videokameras auf der Brust.
Und dann wird er gebeten, sich nach unten zu bücken, um sein Gesäß zu spreizen und zu zeigen, ob was drin ist. Und er macht es nicht vor der Kamera. Das ist eine Demütigung. Er tut das nicht. Das heißt, er weigert sich, der Anordnung nachzukommen. Dann kann laut Gesetz körperlicher Druck ausgeübt werden und das passiert auch. Ich kann Ihnen zusammenfassen, was die Methoden sind. Das dürfte reichen. Spezialequipment, Gummiknüppel, Handschellen, Elektroschocker und physische Gewalt. Mit anderen Worten, das Zusammenschlagen von Staatsbürgern. Wie weit ging das? Das war individuell. Heißt was? Ich kenne Fälle, in denen Häftlinge danach behindert blieben, weil innere Organe zerstört waren. Im Zivilleben hatte ich so etwas zuvor noch nie gesehen. Und es kam mir damals etwas unwirklich vor. Aber ich war motiviert und wollte Teil des Systems sein. Also habe ich mich daran gewöhnt und wurde eben ein Teil des Systems. Ich habe mich für mein Team nützlich gefühlt. Ungefähr 10 Jahre war ich stolz darauf. Dann machte es Klick. (2021) schmuggelt ein ehemaliger Häftling hunderte Videos aus dem Gefängnis. Sie belegen, Gewalt gehört den russischen Haftanstalten zum Alltag. Ich habe als Häftling für das Videoüberwachungssystem gearbeitet. Sie filmen alles, 24 Stunden am Tag. Die Bilder zeigen auch sexuelle Übergriffe. Und welche Rolle spielt sexualisierte Gewalt? Eine große. Vergewaltigung mit einem Gegenstand ist ein Format, um den Willen einer Person zu brechen und sie zu demütigen und dann zu verbreiten, dass sie schmutzig ist. Was zum Beispiel, wenn du aus dem Kaukasus kommst? Und was, wenn du, keine Ahnung, eine Frau und 7 Kinder hast? Was ist, wenn du aus einem Dorf kommst, wo das nicht akzeptiert wird? Dann wird gedroht und wenn du nicht mitwirkst, veröffentlichen wir dieses Video. Wenn du nicht kooperierst. Diese Erpressung gibt es in unglaublich vielen Varianten. Zum Beispiel, wenn du nicht gequält werden willst, musst du Geld bezahlen. Oder du zahlst, um nicht nochmal gequält zu werden. Savelyev übergibt das Material der Menschenrechtsorganisation Gulagu.net, die es im Internet veröffentlicht. Auch unter den Tätern machen die Berichte von Gulagu.net die Runde. Welche Rolle hat Gulagu.net für Sie gespielt? Das hat eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe die Videos bei der Arbeit gesehen. Als ich das ganze System von innen gesehen habe, hat es mich sehr traurig gemacht. Fliegeralarm in Kiew. Seit der Nacht greift Russland Ziele in der Ukraine an. Es ist Krieg in Europa. Putins Krieg.
Ein Wendepunkt für Vitali. Am 24. Februar war ich nicht im Dienst. Es war ein totaler Schock für mich, da ich ja selbst gebürtiger Ukrainer bin. Ich habe viele Verwandte dort. Dementsprechend bin ich gegen diesen Krieg. Und ich habe für mich sofort entschieden, dass ich da nicht mitmachen will. Wenige Tage nach Beginn des Überfalls. Taifun-Kommandeur General Alexander Potapenko hält eine Ansprache. Er sagte, eine militärische Spezialoperation sei gerade gestartet und nun müssten auch wir unserer Pflicht nachkommen. Wir müssten mit Kriegsgefangenen arbeiten und es würde hart werden. Ich wusste sofort, das wird schmutzig. Da wollte ich auf keinen Fall ein Teil von werden. Ich habe das innerlich komplett abgelehnt. Ich sagte, ich will kündigen. Ich habe ukrainische Verwandte. Ich bin nicht einverstanden. Sie sagten, dann kündige doch. Aber sie drohten, meine Daten sofort zu melden und dass ich an die Front geschickt würde. Damals habe ich das nicht ernst genommen. Wie viele seiner Kollegen hat Vitali noch einen Nebenjob bei einem privaten Wachschutz. Bei der Arbeit trifft er andere Taifun-Soldaten, die ihm von ihren Geschäftsreisen erzählen und wie sie mit ukrainischen Kriegsgefangenen arbeiten würden. Fast das gesamte Taifun-Personal wurde auf diese Missionen geschickt. Alle setzten Gewalt gegen ukrainische Gefangene ein. Im russischen Fernsehen werden ukrainische Kriegsgefangene in entwürdigender Weise vorgeführt. Ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Die rohe Gewalt der Taifun-Einheiten wird nicht gezeigt. Die wirklich harte Zeit begann dann auf russischem Territorium. Sie brachten uns in die Stadt Novosibkov in der Region Brjansk in Russland. Irgendwo hier. Hier ist es. Zuerst gab es eine Prozedur, die sie die Aufnahme nannten. Dann brachten sie jeden Einzeln in einen kleinen Raum, um ihn zu schlagen. Ich wurde ins Gesicht geschlagen, auf die Knie geschlagen. Dabei haben sie mir die Nase gebrochen. Die Spezialeinheiten haben sich monatlich abgewechselt. Sie kamen aus unterschiedlichen Orten. Das war sehr hart für uns, weil die Aufnahme wieder von vorne losging. Vitali kennt die Männer, die das getan haben. Manche machen das aus Hass, andere aus einer gewissen Lust. Ich denke, diese Menschen lieben es, sich damit über andere zu stellen. Wenn wir in der Dusche waren, machten sie sich einen besonderen Spaß. Sie haben uns mit Elektroschockern gequält. Wir waren nass. Es war super schmerzhaft. Sie haben darüber gelacht. Nach fast einem Jahr kommt Max Kolesnikow im Zuge eines Gefangenenaustausches wieder frei. So seltsam, wieder einen Apfel in der Hand zu halten. Nach meiner Rückkehr wurde bei mir eine Muskelatrophie diagnostiziert. Ich war nur noch Haut und Knochen.
Ein Kriegsgefangener ist dir ausgeliefert und du zeigst deine Überlegenheit durch Schlagen und Foltern. Generell glaube ich nicht, dass das richtig ist, aber wenn du dich als Mann beweisen willst, dann geh in den Krieg. Wir sprechen von einer Teilmobilmachung. Diese Einberufung zum Kriegsdienst betrifft nur die Bürger, die derzeit in der Reserve sind, über militärische Fähigkeiten und einschlägige Erfahrungen verfügen. Ja, ich hatte Angst und ich war kategorisch gegen diesen Krieg. Gott hilf mir, ich will nicht sterben und die ukrainische Erde düngen. Für was? Im März 2023 besteigt Vitali ein Flugzeug nach Istanbul. Ich hatte einen Kontakt von Gulagu.net. Den sollte ich verständigen, falls ich eine Aussage vor dem Internationalen Strafgerichtshof machen will. Wladimir Ossetschkin von Gulagu.net hat eigene Erfahrungen mit dem Gefängnissystem. Als ehemaliger Häftling, was haben Sie gefühlt, als er Sie kontaktiert hat? Das ist das erste Mal, dass ich darüber nachdenke. Wenn du genauer hinschaust, siehst du hier noch einen ausgerenkten Knöchel. Ich habe hier auch noch einige Spuren. Wenn ich meinen Mund vollständig öffne, wird klar, dass mehrere Zähne fehlen. Aber ich habe nie Menschen, mit denen ich im Rahmen internationaler Ermittlungen zusammenarbeite und die sich an uns wenden, mit denen in Verbindung gebracht, die mich geschlagen und gefoltert haben. Im Gegenteil. All die Menschen, die dieses System wirklich verlassen und sich bereit erklären, auszusagen, gehören zu denen, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Im Juni 2023 sagt Vitali zum ersten Mal über die Kriegsverbrechen der Eliteeinheit Taifun aus. Ich war bei der Aussage natürlich unter Stress. Sein Zeugnis ist auch für die russischen Menschenrechtler von größter Bedeutung. In der Region Tver sind sie extrem brutal vorgegangen. Jede Region hat ihre eigene Spezialeinheit, aber zu dieser Zeit war unsere Einheit dort. Ich hoffe, dass es bald neue Haftbefehle geben wird. Wir konnten einige Menschen identifizieren, die Konzentrationslager mit aufgebaut haben, in denen Ukrainer geschlagen, gefoltert und getötet wurden. Inzwischen hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, ob ich nicht besser einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber es ist nicht leicht, zu sich selbst zu finden. Dass ich in dieser Einheit gelandet bin, hatte auch damit zu tun, dass ich mich als Mann beweisen wollte. Aber vieles daran war falsch. Meine Motivation ist jetzt, für Gerechtigkeit zu sorgen. Gerechtigkeit. Und ich will, dass die Täter nach rechtsstaatlichen, humanitären Maßstäben zur Rechenschaft gezogen werden.